So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen hier bei der Hobbygolfer. Der Sven ist es, genau, der so lange weg war. Ich möchte euch heute mal erzählen, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe bei euch und warum es so lange kein Video gegeben hat. Das ist relativ einfach. Ich habe mir ja selber ein super hohes Ziel gesteckt, nämlich Single-Handicapper zu werden mit 55 Jahren. Das habe ich irgendwann ausgerufen für mich selber im Oktober. Und also von der Vorbereitung lief auch alles cool. Ich habe 8 Kilo abgenommen. Das habt ihr im Dezember dann auch gesehen, als ich in der Türkei war. Und habe da auch ganz brauchbar gespielt. Viel mit meinem Trainer, mit dem Erik Utrecht gemacht. Und ja, war eigentlich, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Im Januar, Februar dann schon 86er Runden gespielt auf einem fremden Platz. Ich sah mich wirklich auf dem Weg in Richtung Single Handicap. Dann habe ich mir irgendwas eingefangen, irgendwas eingeschlichen und ich bin gerade auf dem Weg, das wieder loszuwerden. Und zwar, ich habe pro Runde, ich schätze mal so zwischen 10 und 15 Sockets gespielt. Ich habe trotzdem irgendwo immer rund um die 99, 100, 101, 102, auch mal eine 110 gespielt, je nachdem, wie schlimm es denn war. Aber ich habe keine vernünftige Runde zusammenbekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, es macht schlicht und ergreifend absolut keinen Spaß, eine Runde für euch zu drehen, wenn ich da im Prinzip die Bälle nur quer durch die Gegend schlage. Ich bin kein Karnevalsgolfer und ich bin auch nicht das Kasperle, das da für euch da irgendwo da im Raff rumsucht und da zwischen den Bäumen liegt und da sowas macht. Ja, das bin ich nicht. Ich mache gerne auch mal eine kleine lustige Einlage, aber ich möchte halt, das ist mein Anspruch irgendwo an mich selber. Da muss ich mich aber bei euch entschuldigen. Ich hätte euch da vielleicht ein bisschen früher abholen sollen. Das habe ich versäumt. Okay, tut mir leid an dieser Stelle. Ich möchte euch halt tolle Golfplätze zeigen und dabei jeden Schlag, die guten und die schlechten. Ja, aber die guten sollten überwiegen und es sollte tendenziell auch in die richtige Richtung gehen. Es ist einfach nur für mich sehr frustrierend gewesen. Ihr werdet euch das sicherlich vorstellen können. Du machst einen 250 Meter Abschlag, hast noch 60 Meter bis zum Grün bei einem kurzen Par 4 und fängst dann an und zocketierst praktisch so am Loch vorbei und kommst am Ende mit einer gestrichenen 7, weil du nur einen Schlag vorhast, ins Ziel. Das ist bei einem Loch noch okay, würde ich auch sagen, kann man trotzdem filmen. Das ist dann halt mal so, das passiert. Wenn das aber auf 5 Löchern passiert, dann bist du irgendwann so aus deiner Balance, das willst du niemandem zeigen, weil das ist mir persönlich dann auch unangenehm. Es macht auch keinen Spaß. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, ich filme im Moment erstmal nicht mehr. Ich habe viel auf Instagram gemacht, deswegen ich kann euch immer nur empfehlen, folgt mir auf Instagram, der Hobbygolfer Sven Kortmann. Dort habt ihr auf jeden Fall eigentlich fast täglich irgendetwas von mir mitbekommen oder hättet ihr. Ihr könnt das natürlich auch nachwirkend noch machen, rückwirkend, indem ihr da jetzt das Abo da lasst. Kostet euch ja nichts. Genauso wie auf dem YouTube-Kanal übrigens. Also abonniert fleißig trotzdem, denn jetzt geht es hier wieder los. Ich komme jetzt wieder in den Spirit und will euch da auch wirklich einiges zeigen, wie es dann jetzt ist. Ich werde euch auch mal jetzt demnächst mitnehmen auf so 3, 4, 5, 6 Loch mit dem Hobbygolfer. Und da werdet ihr das vielleicht dann auch noch mal sehen. Ich hoffe nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte es weitlich abstellen. Möchte euch trotzdem dazu wirklich animieren, geht auf Instagram, folgt mir dort, denn ich mache da tatsächlich jeden Tag irgendwas. Ich berichte über die Turnierergebnisse. Ich kann im Turnier nicht filmen. Das geht schon alleine aus dem Grund nicht, weil dann die Mitspieler und Mitspielerinnen sich mit Sicherheit gestört fühlen. Und auch für meinen Fluss ist es nicht gut im Turnier. Auf so einer jeder Schlagrunde ist es okay, wenn ich 2, 3 Schläge verliere, weil ich mit euch rede. Darum mache ich das ja. Ich möchte euch ja mitnehmen. Aber auf einer Turnierrunde, naja, kennt ihr selber, da will man sich gerne konzentrieren. Entsprechend kann ich da natürlich nichts machen. Es sei denn, das läuft so katastrophal. Naja, dann mache ich für Insta da gerade mal eben irgendwie eine Story im Hintergrund, wenn das Turnier schon komplett weg ist für mich, also dass gar nichts mehr geht. Das habe ich auch so in der Vergangenheit gemacht. Dann sind es immer in den Stories, also schaut dort wirklich immer in die Stories oben rein. Ich mache auch zwischendurch immer mal Zusammenfassungen von der ganzen Geschichte, wie es das Turnier so gelaufen ist. Ich poste da mein aktuelles Handicap, ob es hochgeht, runtergeht, völlig egal. Ich nehme da keine Rücksicht, was das angeht. Ihr kriegt von mir alle Ergebnisse zu sehen, auch die Scorekarten mit 112. So bin ich nun mal. Aber generell möchte ich bei diesen jeder Schlagrunden halt einfach ein Stück weit auch der Fairness wegen der Plätze, weil ich möchte auch die Plätze zeigen. Und deswegen, ich möchte auch nur bei solchen Bedingungen hier filmen, wenn tolles Wetter ist, weil auch da, ich hatte letztes Jahr Ende Oktober noch im Habichtswald bei Osnabrück gedreht. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es mal als Video, das niemals veröffentlicht werden sollte. Ich habe das nach 12 Löchern abgebrochen. Es war schon total matschig, die richtigen Abschläge waren schon gesperrt.
Es war halt einfach der pure Horror, da kann nur der Platz nichts für, sondern unter solchen Bedingungen, das ist genauso wie im März, April, ich drehe da einfach keine Videos. Was ich jetzt machen werde dieses Jahr, ich werde anfangen, 5, 6, 7 Videos vorzudrehen. Und diese Videos, die bekommt ihr dann über den Winter zu sehen. Das ist so mein Plan jetzt mal, aber dazu muss ich mich jetzt erstmal stabilisieren. Ich habe gerade hier vorne bei uns auf dem Kurzplatz noch trainiert. Das blende ich euch jetzt auch mal ein, während ich jetzt hier noch so ein bisschen darüber rede. Habe so alles zwischen 40 und 60 und 70 Meter geübt. Ich war bei Erik und Erik hat mir einen Drill gezeigt, wie ich den Socket oder die Sockettiererei, den Schenk, wie auch immer ihr das Ding nennen wollt, loswerde. Das wird auch jetzt wieder immer besser. Also eben gerade waren 19 von 20 Bällen aus der Ballröhre, die waren wirklich geradeaus und gingen auch Richtung dieses riesengroße Übungsgrün. Einer war ein Schenk, ein leichter würde ich mal sogar noch sagen, noch nicht mal mehr ein richtiger. Ich bin da auf dem richtigen Weg. Ich weiß allerdings noch nicht so genau. Ich spiele gleich noch eine Runde mit Freunden. Die Pizzarunde nennt sich das. Ein super Typ, mit dem ich da spiele. Und auf jeden Fall schaue ich gleich, wie das gleich dort ist. Das ist unter anderem wirklich super, super gute Golfer bei. Steffen ist dabei, der hat ein Handicap von um die 2. Das heißt, da ist schon ein bisschen Pressure für mich da, wenn so gute Golfer mit dabei sind. Matthias auch, ein guter Handicap, knapp an irgendwo 10, 12, irgendwo im Handicap. Also schon richtig gute Burschen. Da ist man dann schon immer so ein bisschen, fühlt man sich, also ich jedenfalls, so ein bisschen verpflichtet, da auch Gas zu geben und auch irgendwie so ein bisschen was hinzubringen. Von daher ist das für mich eine gute Sache, weil ich dort so ein Stück weit ein wenig Turnierdruck simulieren kann. Und deswegen spiele ich diese Runde und hoffe, dass ich da dann auch gleich die Bälle ordentlich auf den Platz bringe. Ich werde mal schauen, ob ich in der Runde nachher so 3, 4, 5 Schläge vielleicht mal mitfilmen kann. Die Jungs wird es nicht stören. Blende euch das dann auch alles jetzt hier mal so laufend ein, während ich das jetzt hier so erzähle. Das soll es jetzt mal so als erster kleiner Start gewesen sein. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Es ist hier gerade höllenmäßig windig hier. Ich stehe hier im Hintergrund, seht ihr da, ist eine Übungsfahne, die ist für mich so 60 Meter weg. Da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen drauf üben und ein bisschen drauf spielen. Zeige ich euch auch jetzt hier gerade mal eben noch. Es geht mir wirklich darum, die Sicherheit zurückzubekommen zwischen 20 bis 60 Meter zum Grün, weil die Dinger waren alle scheußlich. Und ohne die hätte ich wahrscheinlich tiefe 90er Runden gespielt. Aber du kannst halt keine 10 bis 12 Schenks pro Runde ausgleichen, weil das sind schlicht und ergreifend jeweils ein verlorener Schlag. Und ganz schlimm ist es, ganz häufig landen die dann natürlich, wenn du so 20, 30 Meter vom Grün bist, die landen dann auch noch im Bunker. Dann geht das Loch komplett verloren. Das heißt, ihr könnt euch ausmalen, wie viele Schläge pro Runde ich verloren habe. Und wenn ich dann trotzdem noch irgendwie eine 103 spiele, rechnet euch das hin. Ist jetzt wieder ein bisschen hätte, wenn und aber solche Schläge passieren normalerweise nicht. Und bis letztes Jahr war das noch eine große Stärke von mir, dieses kurze Spiel. Ich hole mir das zurück, weil ich bin Kämpfer. Ich werde hier mit voll Power auf jeden Fall da dran gehen. Denn, und das soll jetzt der Abschluss sein zu diesem kleinen Der Hobbygolfer ist back Video hier auf YouTube. Ich gebe meinen Single-Handicaps-Wunsch nicht auf. Ob ich das erreiche, who knows, ich habe keine Ahnung. Kleine Anekdote noch hinten dran. Ich habe die Tage in Bad Pyrmont gespielt und habe dort den lieben Lars Heuer getroffen. Lars und ich hatten uns schon vor Wochen und Monaten mal immer mal verabredet. Der setzt ja meinem Wunsch, Single-Handicapper zu werden, noch so richtig die Krone auf, indem er sagt, in einem Jahr Projekt Null, Scratch-Golfer werden auf YouTube, einfach mal abonnieren oder auch auf Instagram. Empfehlung, ich verlinke euch das hier auch irgendwo, links, rechts. Folgt dem Jungen, ist ein super, super, super netter Mensch, total sympathisch. Und der setzt sich halt dem Druck aus zu sagen, hey, mit irgendwo über 50 versuche ich, Scratch-Golfer zu werden. Also ich sehe ja schon, wie schwer mein Vorhaben ist und deswegen, ich habe allerhöchsten Respekt. Lars, an dieser Stelle, falls du das siehst, ich ziehe meinen Hut vor dem, was du da machst und dass du dich da auch so in die Öffentlichkeit stellst. Ich kenne es ja auch, man kriegt da manchmal sehr spezielle Kommentare. Bei dir ist das alles natürlich noch hoch 10 durch die ganze Geschichte mit Sky und die ganze Öffentlichkeit, die da bei dir dran steckt, die deutlich größer ist als meine. Von daher, Hut ab. Also ich bin immer so der Meinung, wenn Menschen wie der Lars oder vielleicht auch ich möchte nur nicht so gern dabei über mich sprechen, solche Sachen in die Öffentlichkeit stellen, dann tun wir das natürlich mit Absicht. Wir wissen, was wir da tun und sind uns auch dessen bewusst, dass das vielleicht nicht jedem gefällt und das muss man auch aushalten. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch so ein Stück weit an die Fairness appellieren, dass es läuft immer nicht alles nach Wunsch oder läuft ganz häufig einfach nicht nach Wunsch. Und wenn dann trotzdem das alles so gezeigt wird, Lars macht das jede Woche, er zeigt jede Woche seine Videos, ich finde das absolut super, das ist wirklich total toll, dass er das so durchzieht.
Ich habe es nicht geschafft. Also ich für mich bin dann irgendwann zu der Entscheidung gekommen, ich muss erstmal so ein bisschen in mich selbst hineinhorchen und kann da nichts anbieten nach draußen. Wie gesagt, war vielleicht falsch, hätte ich euch ein bisschen abholen müssen, habe mich schon entschuldigt dafür, muss ich jetzt nicht noch ein zweites Mal tun. Aber jetzt geht's los. Bad Pyrmont drehe ich definitiv ein Video. Das habe ich auch mit den Leuten dort im Club, die mega lieb waren, total nett. Der Platz ist auch total schön. Bei Lars könnt ihr euch das auch in irgendeiner Form angucken. Schon, der hat auch da auf seinem Heimatplatz natürlich logischerweise gedreht. Ich werde eins allerdings ändern in der neuen Saison. Ich gehe wieder weg von diesem Multikamera-Drohnen-Setting. Ich werde das mit der Drohne und den ganzen Sachen, ich muss das runterschrauben. Die letzten Runden, die ich euch gedreht habe, hier auch aus meinem Heimatclub oder auch aus, ich glaube es war Salzgitter, ich habe 5,5 bis 6 Stunden gespielt. Ich habe 5, 6, 7 Flights durchspielen lassen müssen. Alleine ist das eine Herkulesaufgabe. Ihr müsst euch das so vorstellen, du stehst da irgendwo und fliegst die Drohne hinter das Grün, fliegst die Drohne seitlich, fliegst noch irgendwelche Löcher ab. Nebenbei hast du die Kamera hinter dir, hast noch am Beck noch eine Kamera. Alles das irgendwo musst du ja auf dem Platz bedienen. Das kostet so viel Zeit. Ich habe auch schon überlegt, hier bei mir, ich wohne ja in der Nähe von Bielefeld, Detmold ganz genau. Wir haben in Lemgo eine technische Hochschule für Medien und Künste, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, ich hing da mal ein schwarzes Brett das mal aus. Vielleicht haben irgendwelche Jugendlichen, die da sich im Studium befinden, einfach Bock zu sagen, hey komm, gib uns ein bisschen den Sprit und was zu essen und ein Bierchen danach oder eine Cola oder eine Fanta oder was auch immer. Und wir haben da einfach Bock auf so ein Projekt und dann begleiten wir dich und dann drehen wir das mal professionell. Da hätte ich schon Lust zu. Ich muss mal gucken, das wäre noch so eine schöne Geschichte, die ich mir vorstellen kann für dieses Jahr, mal so ein Video so richtig professionell drehen zu lassen. Also wirklich so mit einer fliegt die Drohne, der das kann. Ich kann es ja nicht wirklich, ihr habt das ja gesehen, ich habe das immer mit Mühe und Not irgendwie hingelenkt, das Gerät. Aber eben halt, dass da jemand ist, der sich da richtig mit auskennt, der dann über mich rüberfliegt, um mich rumfliegt, hinter mir herfliegt, durch meine Hosenbeine fliegt und weiß der Teufel was. Und andere Leute, die halt schon vorne am Grün stehen, noch irgendwie noch B-Roll-Content drehen, habe ich vor. Ich muss gucken, ob das mal umsetzbar ist. Ich weiß das nicht. Ihr könnt euch das vorstellen, ich kann ja hier jetzt auch nicht irgendwo Tausende von Euros ausgeben für eine professionelle Company, die das dann richtig dreht. Klar kann man alles machen, aber ich sag mal, die paar Euros, die bei mir was YouTube hierbei rauskommen und auch die Abonnenten, hier tut mir wirklich am meisten leid, dass da jetzt nichts gekommen ist in den letzten Monaten. Aber für euch drehe ich noch ein separates Video. Ihr kriegt noch ein paar Infos mehr, die aber dann auch wirklich nur im Mitgliederbereich bleiben. Ich möchte das wirklich dann super intern halten. Das wird dann aber auch das werden dann Videos sein, die dann da immer wieder kommen, mindestens einmal im Monat, wo ich dann wirklich so tatsächlich so ein bisschen mehr auch von mir privat verrate. Das hat aber nichts auf dem öffentlichen Kanal zu suchen, sondern das lasse ich dann schon irgendwo hinter so einer kleinen Schranke. Ihr wisst, ich nehme da irgendwie, glaube ich, 2,99 €. Es geht mir nicht darum, reich zu werden, aber ich muss dann nicht jeden Hater, der dann auf alles, was vielleicht auch, sag ich mal, ein bisschen persönlicher ist, mit Häme und mit schrecklichen Kommentaren reagiert. Das möchte ich dann schon so ein bisschen weghalten, weil ihr könnt euch das vorstellen, auch wir YouTuber sind Menschen und haben auch in irgendeiner Form eine Seele und können auch nicht alles verdauen. Ne? So gut wir uns dann natürlich bemühen, das zu tun. So, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Ihr wisst, wenn ich ins Sabbeln komme, dann hört es nie auf. Ich freue mich, dass ihr noch da seid. Ich freue mich, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt und tut mir mal einen Gefallen. Lasst mir ein Abo da. Vor allen Dingen gebt einen kleinen Kommentar. Hey, Corti, schön, dass du da bist. Oder, oh, Hilfe, er ist wieder da. Total egal. Ich brauche Kommentare, damit das Video mehr Leuten vorgeschlagen wird. Das ist halt ganz wichtig. Ein Like freue ich mich natürlich auch drüber. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann auf die Glocke klicken. Dann werdet ihr immer dann benachrichtigt auf YouTube, wenn ich was hochlade. Und das wird jetzt in Zukunft wieder öfter passieren. Wie gesagt, Bad Pyrmont, Bad Rieburg sind 2 Plätze. Der Habichtswald, der muss jetzt auch endlich mal in vernünftiger Weise gespielt werden. Bei diesem tollen Wetter, das wir jetzt haben, kriegen wir das auch alles hin. Ich habe im Moment die Zeit, ich kann das im Moment machen. Drückt mir die Daumen, dass die Socketiererei jetzt der Geschichte der Vergangenheit angehört. Und dann, liebe Leute, dann kann es vorwärts gehen. Also, bis dahin, liebe Grüße, euer Sven.